Concord ist das neue AAA-Release von PlayStation höchstpersönlich, ein Online-Live-Service-Hero-Shooter. Das wollte ich hier am Anfang direkt nochmal klarstellen, weil viele von euch wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben, dass das Spiel überhaupt rausgekommen ist und wenn doch, dann nur, weil es übel gestorben ist. Das Spiel war über 6 Jahre in Entwicklung, hat vermutlich hunderte Millionen Dollar gekostet, ein ganzes Studio wurde für dieses Spiel aufgekauft, viele Leute waren daran beteiligt und einfach so 2 Wochen nach Release ist das Spiel wieder verschwunden. Das ist ein Ausmaß eines Flops, den es so in Gaming-Geschichte noch nie gegeben hat. Ich will mir heute anschauen, was genau hier schiefgelaufen ist. Ist Concord wirklich so ein schlechtes Game oder hat es eventuell doch andere Gründe, wieso das Spiel eines der größten Fehlschläge aller Zeiten geworden ist? Fangen wir direkt an. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Die ganze Concord-Situation wird immer trauriger, je mehr man darüber erfährt, wie überzeugt Sony von all dem hier war. Wir schreiben 2018 und Firewalk Studios wird gegründet, ein Entwicklerstudio, in dem viele Veteranen der Szene aus allen möglichen Ecken zu finden sind. Wir finden hier Leute aus Bungie, Activision und allgemein viele Menschen, die an Spielen wie Destiny mitgewirkt haben. Sie wissen also, wie man Spiele entwickelt. Ohne zu zögern haben sie sich also an ihr erstes großes Projekt dran gesetzt, Concord, ein 5 gegen 5 Hero-Shooter. Sony hat dieses Spiel während der Entwicklung gesehen und dachte sich, okay, wir kaufen euer gesamtes Studio für Millionen von Dollar. Es ist nicht öffentlich, wie viel genau Sony für das Studio gezahlt hat, aber Schätzungen zufolge für ein Team voller Profis und 150 Angestellten Millionen von Dollar. Das ist alles Teil von Sonys neuer Strategie, Operation Live Service. Die bisherige Strategie von Sony war es, große Singleplayer-Story-Erfahrungen rauszubringen. Auch wenn diese Spiele am Ende des Tages sehr gut ankommen, kosten sie trotzdem sehr viel Geld. Man will also eher auf Spiele setzen, die stetig neues Geld abwerfen. Live-Service-Games. Spiele, die darauf ausgelegt sind, einen Spieler so lange an der Stange zu halten wie möglich. 12 ganze Live-Service-Spiele will Sony bis 2026 rausbringen und sie sind jetzt schon voll dabei. Helldivers 2 ist beispielsweise Anfang 2024 rausgekommen und war ein voller Erfolg. Auch wenn nicht alles ohne Drama ablief, hat das Spiel es geschafft, auf fast 500.000 Spieler auf Steam zu pieken und fast ein halbes Jahr später spielen es immer noch Zehntausende Leute jeden Tag. Man kann hier garantiert von einem Erfolg sprechen. Wie sieht es allerdings mit anderen Projekten in der Sparte aus? Das The Last of Us Multiplayer-Spiel wurde nach 6 Jahren Entwicklung einfach gecancelt. Als Grund hat Naughty Dog die Prioritätensetzung innerhalb des Studios genannt. Foam Stars, ein 4 gegen 4 Party-Shooter, hat rein niemanden interessiert. Niemand hat das Spiel gespielt und mittlerweile ist es Free-to-Play. Destiny 2, das seit Bungie-Übernahme ja zu Sony gehört, ist leider auch nicht mehr das, was es mal war. Sinkende Spielerzahlen haben mittlerweile zu hunderten Kündigungen von Mitarbeitern geführt. Inmitten dieses Scherbenhaufens kommt nun also Concord und soll das Ruder komplett rumreißen. Ein PlayStation Hero Shooter klingt im ersten Moment auch gar nicht mal so schlecht. Dann kam der erste Teaser raus und es klang auf einmal doch so schlecht. Oh mein Gott. Das Beste an dem Trailer war der unfassbar realistische Burger. Ein Jahr später, im Mai 2024, kam der nächste große Concord-Trailer raus. Oh mein Gott. Das Hauptproblem an dem Trailer war nicht die Qualität. Es sieht alles sehr hochwertig animiert aus, aber gleichzeitig sieht es auch super generisch und langweilig aus. Ohne den Trailer jemals gesehen zu haben, fühlt es sich so an, als hätte man den Trailer schon mal gesehen. Es wirkt wie Guardians of the Galaxy für Arme, Hausaufgaben abgeschrieben, auf Wish und Temu bestellt. Ein Gameplay-Trailer gab es sogar auch, ja, damit war zu rechnen. Man hat leider direkt an diesen Trailern gesehen, dass alles super charakterlos aussieht und es buchstäblich keinen Grund gibt, dieses Spiel irgendwie interessant zu finden. Die Open Beta, die kurz daraufhin online ging, hat so gut wie niemand gespielt und spätestens hier hätten die Alarmglocken klingeln sollen. Sie taten es allerdings nicht. Concord ging am 23. August 2024 online und die Hoffnung war auf jeden Fall da. Overwatch 2, der Hauptkonkurrent in dem Sektor, steht momentan nicht wirklich gut da. Andere Konkurrenten wie Deadlock von Valve und Marvel Rivals sind nach jetzigem Stand noch nicht draußen. Man hat also einen gewissen Vorsprung. Während Helldivers 2 also einen Peak-Player-Count von über 400.000 gleichzeitigen Spielern hatte, waren es bei Concord
697 ist quasi Game Over am Release Day. Um euch in Perspektive zu bringen, wie miserabel das ist, 697 ist viel weniger als bei anderen Flops wie Suicide Squad, Forspoken hatte auch mehr, sogar Sex with Stalin hatte mehr. Um fair zu bleiben, es werden sicherlich mehr Spieler auf der PlayStation sein, wo man solche Daten leider nicht hat, aber auch hier war Concord nicht mal in den Top 40 der Charts im PlayStation Store. Für ein hauseigenes AAA-Spiel am Release ist das ein Todesurteil, direkt. Die genauen Verkaufszahlen sind nicht bekannt, aber Analysten schätzen, dass es sich um die 25.000 Mal verkauft hat. Das ist ungefähr die Einwohnerzahl von Waldshut-Tiengen. Kein Plan, was Waldshut-Tiengen für eine Stadt ist, aber sie ist sehr klein. Ich denke, beim Wort Verkäufe können wir schon sehen, wo hier der Fehler liegt. Die meisten Live-Service-Konkurrenten sind Free-to-Play, wobei Concord für 40 € released wurde. 40 € ist ein großer Stein im Weg, der viele Leute sicherlich aufgehalten hat, dem Spiel eine Chance zu geben. Aber wie ist denn das Spiel an sich überhaupt? Ich zähle unter die 25.000 glücklichen Leute, die sich Concord gekauft haben und in den Genuss kommen durften. Direkt beim Starten ist mir aufgefallen, wie unfassbar lange es gedauert hat, bis ich eine Lobby gefunden habe. Die Aufnahme wurde ungefähr eine Woche nach Release gemacht. Ich bin ehrlich mit euch. Ein schlechtes Spiel ist das hier auf keinen Fall. Mir ist positiv aufgefallen, wie polished das hier alles ist. Es spielt sich sehr flüssig und es gab quasi gar keine Fehler oder sonstigen Bugs. Ich finde das Spiel außerdem richtig schön, also abgesehen von der Art Direction. Einfach die bloße Grafik ist auf jeden Fall ansehnlich und ich finde, man merkt, dass hier ein Team hintersteckt, das sich Mühe gegeben hat. Jetzt, wo das gesagt wurde, das größte Problem an dem Spiel ist die Seelenlosigkeit. Alle Heroes in dem Spiel wirken so, als wären sie einfach irgendwie designt worden. Kein Charme oder sonstige Identität. Genau diese Worte kann man auch an die bloßen Abilities richten, die diese Heroes haben. Alle hat man irgendwie schon in anderen Spielen gesehen und alles wirkt einfach wie ein Budget Overwatch. Ein Spiel, das übrigens kein Geld kostet, mehr Charakter hat und das die Leute schon kennen. Wieso sollte irgendjemand Concord ausprobieren, wenn es nur Nachteile gibt und es nichts Eigenes auf den Tisch bringt? Eine coole Idee war, dass jede Woche ein neuer Kurzfilm erscheint, der die Charakter highlightet und mehr über die Lore der Welt erzählt. Das ist wirklich etwas, das ich so noch nie gesehen habe und eigentlich ganz süß ist. Problem ist hier halt auch wieder, dass die Charakter einfach scheißegal sind und es niemanden juckt. Das ist so schade, weil ich das Gefühl habe, das Team hinter Concord könnte was Cooles zaubern, wenn man ein anderes, nicht übersättigtes Genre bedient und mehr eigene Ideen einfließen lässt. Das Talent merkt man den Entwicklern nämlich auf jeden Fall an. Außer der eine, der auf Twitter nach Kritik an dem Spiel einen Mental Breakdown hatte. Also, was jetzt? 11 Tage nach Release kam direkt die Meldung rein, dass Concord offline geht und alle Käufer ein Refund bekommen. So schnell ist, glaube ich, noch kein Spiel gestorben. Wie ein endgültiges Ende klingt das aber nicht, da in dem Statement außerdem noch gesagt wurde, dass weitere Möglichkeiten gesucht werden, die Spieler besser zu erreichen. Ich könnte mir also ein Free-to-Play Concord Comeback durchaus vorstellen. Sony hatte offensichtlich große Pläne mit dem Spiel. Auf der bald kommenden Amazon Prime-Serie Secret Levels, bei der sich jede Folge um ein anderes Videospieluniversum drehen wird, hat Concord bestätigt eine eigene Folge. Sie haben wohl nicht damit gerechnet, dass das Spiel bis dahin schon längst tot sein wird. Sie haben ein ganzes Studio nur dafür gekauft. Es sollte das Fortnite der PlayStation werden. Ob Sony ihren Live-Service-Weg nochmal überdenkt, wird sich zeigen. Das nächste große Spiel auf der Liste ist Marathon von Bungie und bei all den Kündigungen und Chaos, das intern gerade abgeht, bin ich auch erstmal skeptisch, wie und wann das Ganze passieren wird. Ich hoffe aber natürlich das Beste. Lernen aus der ganzen Geschichte kann man wohl, dass es nicht ausreicht, einfach irgendeinen Live-Service-Hero-Shooter zu machen, um das schnelle Geld zu verdienen. Man muss ein cooles Produkt rausbringen, das die Leute begeistert. Und das ist hier leider nicht passiert.